Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. So, wir dachten uns, wir führen mal diese Videoreihe weiter. Und zwar geht es um den G-Turbo. Wir bauen ja schon ein bisschen länger wieder im G-Turbo. Ich jammer am Anfang mal war ein bisschen Probleme mit dem Auto. Lackierer war ein bisschen doof, ist der Lack wieder hochgekommen an 2, 3 Stellen, wo wir unsere GFK-Einsätze verspachtelt hatten. Ja, das heißt, Seitenteil nochmal neu lackieren. Dann war ein bisschen doof beim Motor zusammenbauen. Hatte Porsche bestimmt 12 Wochen lang 997 GT3 Pleuelager im Rückstand. Ja, was leider sehr doof ist, weil GT3-Motor baut man natürlich mit solchen Lagern. Und ich wollte jetzt nicht auf irgendwas Aftermarket zurückgreifen. Und ja, weil wenn da natürlich ein Motorschaden ist, sind wir natürlich diejenigen, die dafür die Garantie übernehmen. Beziehungsweise in dem Fall ist der Gewährleistung. Und ja, deswegen stand das leider ein bisschen länger. Aber jetzt ist es soweit, Motor zusammen, alles ready. Getriebe liegt da auch, gehen wir auch gleich mal hin. Getriebe ist auch komplett überholt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hier mit dem Motor an. Und zwar, Motor haben wir umgebaut von 3,6 Liter auf 3,9 Liter. Turbolader, wie man unschwer übersehen kann, sind relativ groß geworden. Der fährt mit G35 900 2 Stück, ja, 38 mm TL Wastegates. Und ja, sonst, ich sag mal, der Umbau ist eigentlich relativ normal für uns. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Da ist eine große GT3-Brücke drauf, die wir verschweißt haben. Ich habe jetzt mal was anderes ausprobiert. Bei den ganzen großen Turboladern ist es mit der Ladedruckregelung immer doof über ein Ventil, weil die Wege meistens zu weit sind und dann braucht der zu lange, um quasi den Ladedruck wieder einzufangen. Deswegen habe ich das jetzt in dem Fall hier mal mit 2 Ventilen gebaut. Auto läuft sowieso mit Cybex, also sollte ihn nicht großartig stören. Ja, sonst, wie man unschwer erkennen kann, Motor ist einmal im Prinzip fast alles gesandstrahlt, alle Schrauben wurden chromatiert, alle Halter wurden chromatiert. Sonst natürlich so Sachen, was ich jetzt nicht unbedingt in die Sandstrahlkabine reinbekomme, so ein großes Motorschwert. Alles natürlich nur einmal vernünftig sauber gemacht, unseren Schwingungsdämpfer drauf. Und ja, sonst sieht er eigentlich relativ normal aus, wie ein normaler GT3 eigentlich aussehen sollte. Nur, dass da jetzt irgendwie so Turbolader sind, die da eigentlich nicht hingehören. Ja, motortechnisch sonst von innen, unsere Pleuel drin, weiterhin GT3-Kurbelwelle. Ventile und sowas haben wir komplett überarbeitet, weil das passt alles nicht mehr rein. Größtes Problem sind, dass der Ventilschaft zu dünn ist und über die hohe Drehzahl und Ladedruck und sonstiges reißt das gerne einfach mal auseinander. Also da ist schon ein bisschen mehr passiert. Köpfe haben wir nochmal CNC gefräst. Ja, Kolben sind unsere drin in 102,7 mm. Unsere Stahlzylinder drin, unsere spezielle Ringkopfdichtung, Firing Head Gasket wird das sonst genannt. Also ich denke, das Auto wird ganz entspannt 1400 PS machen, dreht weiterhin 8, 8,5. Ja, die Lader, denke ich mal, werden im Drehzahlbereich auch immer noch genug Leistung liefern. Also ich denke, da werden wir keine Probleme mit haben. Straßensetup wird irgendwo so um die 1400 PS liegen. Ich denke, wenn man das Ding mal mit Rennbenzin befeuert, also mit richtigem Kraftstoff, 123 Oktan, BP Import, benutzen wir am liebsten, sind nicht so die Ethanol-Fans. Denke ich mal, werden hier aus 1600 PS oder vielleicht auch mehr fallen. Also Motor hat auf jeden Fall jede Menge Potenzial. Ich glaube, der Kunde wird sich auch sehr freuen darüber, weil es ist im Endeffekt jetzt einmal alles neu. Ne? Hauptlager hat er neu gekriegt, Pleulager neu gekriegt. Es ist im Prinzip ein voll revidierter, neuwertiger Motor plus unserem Tuning natürlich. Ja, leider sieht man jetzt ein bisschen wenig von Krümmern. Ich denke, wir werden auf jeden Fall noch mal 1, 2 Videos machen, wenn der Motor mal drin hängt und mal läuft. Und ja, ich würde sagen, ich hole mal eben das Getriebe hier mal an. Ich rolle das mal so ganz frech ins Bild hier. Das hier ist das Prachtstück, was jetzt in das Auto reinkommt. Gehäuse ist 997 GT3, 997 GT2, basiert im Prinzip auf dem 996 Turbo Getriebe. So von dem Gehäuse her, wenn man sich das anguckt, ist das sehr, sehr ähnlich. 997 Turbo sieht ganz anders aus. Und ja, hat eine dicke Sperre reingekriegt, verstärkten dritten Gang. Das Problem bei den GT3 und 996 Turbo Getrieben ist nämlich, die Eingangs- und Ausgangswelle ist deutlich dünner als beim 997 Turbo. Was natürlich zur Folge hat, dass sich durch das hohe Drehmoment ja, die beiden Gangwellen halt so auseinanderbiegen. Ne? Und weil leider der dritte Gang in der Mitte ist, reißt der natürlich immer ab, können die Zähne nicht mehr richtig ineinander greifen, die gehen immer weiter raus und dann reicht das Material irgendwann nicht mehr aus, beziehungsweise ist nicht hart genug, fest genug, wie auch immer, um die Kraft weiterhin übertragen zu können und dann bröseln die Gänge auseinander. Deswegen verstärkter dritter Gang, gerade verzahnt, einmal komplett überholt, einmal aufgewesen, alle Synchronringe neu, also einmal alles, was man bei Porsche irgendwie neu kaufen kann, haben wir neu gemacht, alle Halter sind chromatiert. Man erkennt jetzt auch ganz klar, hier hängt ein Ölkühler. Das ist typisch GT2, GT3, die fahren immer noch mit einer extra Ölkühlung, sind extra hier noch Ventile mit dran, die das alles schalten später. Und ja, ich glaube, das wird ganz gut laufen, weil Auto fährt weiterhin mit Heckantrieb. Wie man sieht, hier ist kein Ausgang für eine Kardanwelle, dass Kraft nach vorne übertragen werden könnte.
Und ja, 2 Scheibenkupplung bekommt der Kollege, einmal organisch, einmal Sinter. Unsere eigene Kupplung gibt es auch bei uns im Shop mit Einmaß und Sprungrad. Also wir haben uns im Prinzip ganz normal an unseren Teilen aus dem Regal bedient, haben hier einmal ein schönes Paket gebaut. Und ja, ich würde sagen, heute habe ich es auch wieder mit meinen und ja. Wir gucken uns mal Ladeluftkühler an, weil unsere Ladeluftkühler hängen hier nämlich auch mit drin. Hier, wie man sehen kann, unser Ladeluftkühler mit unserer Hutze. Wir haben eine eigene GFK-Hutze, die kommt da drauf. Man sieht, das ist natürlich jetzt noch nicht alles fertig. Wir sind natürlich noch in der Bauphase. Der wird dementsprechend später auf dem Ladeluftkühler befestigt. Den kleben wir immer auf, jetzt nicht mit Pluton oder sonstiges, sondern wir haben extra so Hitze, Panzerband, so Aluminium-Panzerband sieht das aus, damit die Hutze einfach immer optimal sitzt und natürlich die Luft dementsprechend durch den Ladeluftkühler läuft. Das ganze System funktioniert ja nur durch den Auslass in der Schürze. Die Luft geht am Auto vorbei. Hier unten entsteht dann quasi wie ein Unterdruck und dann zieht er das hier durch. So funktioniert das beim 997 Turbo. Das Problem ist, wir haben jetzt keinen Lufteinlass in der Seite, haben wir mit Absicht nicht gemacht. Wir haben ja unsere eigenen Lufteinlässe, die oben auf dem Auto sitzen, weil hier der Druckpunkt viel höher ist als da. Da funktioniert das System nur durch die Entlüftung hier. Wir haben den Vorteil, durch dass wir den Druckpunkt hier oben haben, läuft die Luft schon sowieso von alleine durch. Plus natürlich der Fahrtwind, der vorbeigeht, wird zusätzlich entlüftet. Ladeluftkühler ist größte Ausbaustufe, die Sinn macht. Noch größer zu gehen bringt gar nichts, weil die ganze Luft, die auftrifft, gar nicht mehr durch den ganzen Ladeluftkühler geht später. Ja, haben wir uns mal am Computer mal berechnet, wie auch immer. Gibt es so schöne Diagramme zu. Gibt es sogar ein Video zu? Ja, stimmt. Haben wir mal gemacht wegen den Wasserladeluftkühlern, die wir gemacht haben. Ja, also so eine Berechnung machen wir immer bei solchen Dingern, weil ist natürlich klar, du willst ja das Maximum an Leistung rausholen und ja, meistens ist größer nicht gleich unbedingt immer besser. Ja, also das ist unser Vollaluminium-Ladeluftkühler. Wir verschweißen die Schub-Umluftventile direkt auf den Ladeluftkühlern. Viele machen das auch gerne direkt auf das Y. Bin ich optisch nicht so der Freund von, weil du machst den Deckel auf, es schreit einfach nach Tuning. Ja, und ich weiß nicht, ich finde Schub-Umluftventil, wenn man es irgendwie ein bisschen versteckt bauen kann, macht das schon Sinn. Alleine schon nur, wir leben in Deutschland, Polizei, ne, das ist zwar legal, aber trotzdem findet der ein oder andere Polizist das vielleicht nicht so lustig und nimmt aufgrund so etwas am Schluss das Auto mit. Wäre natürlich fatal. Kunde geht ohne Auto nach Hause, wäre natürlich richtig scheiße, also wird das weiterhin da versteckt. Klingt trotzdem geil unter der Schürze, ob es jetzt im Motorraum oder da ist, Sounderlebnis ist genau das gleiche. Ja, sonst, ne, über das Auto haben wir schon mal gesprochen, also alles neu lackiert, Entenwürzel ist drauf, sind gerade in den letzten Anpassungen, wird alles ganz schön cool. Thema Bremse können wir uns echt nochmal angucken. Der GT3 hat original ja nicht die größte Stahlscheibe, die man fahren kann. Deswegen wird das Auto größere Scheiben bekommen, und zwar die vom Cup-Auto. Hier vorne liegen auch noch ein paar neue Sättel. So, der Kollege kriegt nämlich ein paar neue Sättel. Die werden auch noch passend lackiert in schwarz, weil irgendwie ist ja nichts mehr in rot am Auto. Auto wird später nur noch grau, silber und schwarz. Räder haben wir auch schon hier liegen. Können wir gleich mal eben vor die Kamera holen. Aber wir sind jetzt ja beim Thema Bremse. Ne? Weil das Auto wird nämlich später mit der Übersetzung um die 380 fahren und dementsprechend möchte dann man natürlich auch bremsen. Also wird hier auch noch später die ganze Bremsenbelüftung umgebaut, passend zum Cup-Auto, dass man immer genug Bremsleistung hat, trotz der Stahlbremse. Man könnte jetzt natürlich auch eine Keramik drauf bauen, ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ich meine, der Umbau ist schon extrem groß mit Interieur, Exterieur, Bremsenumbau, Motorumbau, Getriebeumbau, Auspuffkrümmer. Ich meine, bleibt eigentlich ja fast nichts von dem Serienauto über. Ganze Front war zerlegt, einmal Kühler gecheckt, zum Teil getauscht, Leitung getauscht. Also eigentlich ist es schon fast eine Restauration oder ein Neuaufbau inklusive Verbesserung. Tuning. Ja, also das wird auf jeden Fall der nächste Schritt. Ich werde nachher mal die Bremssattel halt ein bisschen umbauen, weil die passen nämlich nicht einfach so drauf. Ich baue übrigens nicht das Auto, das baut ein Kollege. Ich unterstütze nur ab und zu. Und ja, sonst, wie man hier schön sehen kann, US-Blinker dran, die Kapplippe dran. Ich bin großer Fan von der Kapplippe. Ich finde die sehr cool beim GT3. Lässt das Auto einfach deutlich bulliger wirken. Deswegen coole Nummer, und die sind auch gar nicht teuer, weil es natürlich klar, beim Cup-Auto geht es etwas öfter mal kaputt durch was Curbfahren oder sonstige Sachen, Steine, die vom Vordermann aufgeschleudert werden oder Teile, über die man drüber fährt. Deswegen zum Glück ein nicht besonders teures Teil, cooles Feature, relativ einfach zu machen, und man muss sagen, jetzt beim GT3 ist es ja auch ein Verschleißteil. Ne? Wie oft setzt man mal mit einer Lippe auf, selbst mit einem Serienfahrzeug. Das wäre dann natürlich doof, wenn so eine Lippe dann 1000 oder sowas kostet, und bei jedem Service schmeißt man dann 1000 aus dem Fenster für eine neue Lippe. Ja, für manche, die sich das fragen, ja, das ist ein Serviceteil. Also bei fast jedem GT3, den wir haben, tauschen wir auch fast jedes Mal die Lippe, wenn die kommen, die Autos. Zumindest, wenn sie hart bewegt werden. Es gibt natürlich auch Garagenfahrzeuge, da sind sie meistens top. Ja, ich hole mal eben Rad, ne? Das Auto fährt am Schluss mit 19 Zöllern, Ultraleggera, relativ einfache Wahl, funktioniert gut, Rad ist super leicht, Design ist easy, gerade auch in Silber,
fällt nicht besonders auf, ist nicht drüber. Ich würde sagen, fügt sich in dem ganzen schlichten Design des Fahrzeugs. Das Auto, wir bereifen die Fahrzeuge am liebsten mit Continental-Reifen, aus dem einfachen Grund, wir sind Entwicklungspartner von Conti. Haben viele VMAX-Events mit denen gemacht, haben schon viel ausprobiert auf den Reifen und ich kann sagen, aus meiner Erfahrung ist der Conti-Reifen ganz klar der beste in Verbindung mit einem Porsche-Fahrzeug. Ich kann jetzt nicht für andere Autos sprechen, wie jetzt ein Ferrari oder was weiß ich was, bin ich aus einem Conti-Reifen noch nie gefahren. Die machen ja schließlich die Reifenmischung immer unterschiedlich. Alleine schon nur, weil Porsche kriegt ja mal eine Endkennung. Für die BMW-Jungs, die werden es wahrscheinlich nicht kennen, weil du kriegst ja ähnliche Radreifendimensionen ja auch für den BMW. Das Gewicht ist aber natürlich alles auf der Vorderachse und nicht auf der Hinterachse. Deswegen kann man diese Reifen, jetzt sage ich erstmal theoretisch von einem BMW oder von welchem Fahrzeug auch immer, eigentlich nicht einfach so tauschen, weil natürlich die Belastung auf dem Hinterreifen sehr hoch ist durch das höhere Fahrzeuggewicht auf der Hinterachse. Deswegen haben die immer eine andere Reifenmischung. In dem Fall handelt es sich hier um einen Continental Contact Sport 7. War ich auch auf dem Conti-Drom, um den zu testen auf dem 991 und auf dem Golf. Ist ein toller Reifen, tolle Kombination für jeden Tag. Reifen hat sehr, sehr schnell Grip, hat eine sehr, sehr weiche Mischung. Regen kann er toll verarbeiten, im Gegensatz zu einem Pirelli. Weil jeder, der mal ein Auto Werksabholung bei Porsche hatte und hatte dann Pirelli drauf, kann mir jeder erzählen, was er will, aber das fährt bei Regen einfach absolut katastrophal. Du kannst einlenken, wie du willst, und bei egal welcher Vermessung, das Auto fährt fast immer geradeaus. Ist richtig scheiße. Also ich muss sagen, das ist eigentlich die beste Alternative zu einem Michelin. Funktioniert bei Regen gut, funktioniert bei Kalt gut, funktioniert in der Sonne gut. Ist halt ein schöner Kompromissreifen. Und die VMAX ist sehr hoch, was für uns gut ist, weil in unserem Gutachten steht halt eine sehr hohe VMAX, was man aber natürlich nur eintragen kann in der Kombination mit dem richtigen Reifen. Weil wenn man jetzt natürlich eine VMAX im Gutachten stehen hat von 350 oder 360, aber dein Reifen hat nur eine Freigabe bis 330, funktioniert die ganze Nummer nicht. Ja, ich würde sagen, das war der Abschluss zu der Nummer. Weitere Videos zu dem Auto wird es in Kürze geben, sobald Motor drin ist, alles zusammengesteckt ist. Und ich denke, wir werden mal ein Video machen zum ersten Mal starten und auch ein paar Fahraufnahmen. Bis dahin, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.